In diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie du Pigmente mit dem Wachs vermischen kannst. Es geht in diesem Video also ein bisschen um die Bindemittel der Ölmalerei und der Wachsmalerei. Mein Name ist Insa Hoffmann und ich beschäftige mich sehr intensiv mit der Kaltwachstechnik. Das ist eigentlich keine Technik, sondern Kaltwachs ist ein Bienenwachsmedium, was als Zusatz zur Ölfarbe hinzugefügt wird, um sie dicker und geschmeidiger zu machen und einfach mehr Optionen beim Malen zu schaffen. Also man kann mit Ölfarbe durch die Zugabe von Kaltwachsmedium schneller in Schichten aufbauen. Und ich werde immer wieder auf YouTube gefragt, ja, kann ich denn auch meine Pigmente direkt mit Wachs vermischen? Und deswegen habe ich dieses Video gedreht. Ich möchte dir heute ein paar Experimente zeigen, die ich jetzt selber mal gemacht habe. Die andere Frage, die nämlich auftauchte, die ich selber sehr, sehr spannend fand, weil ich keine Antwort drauf wusste, wie ist das jetzt mit Eye-Tempera? Kann ich jetzt Eye-Tempera mit Wachs mischen? Und ich habe es einfach mal ausprobiert und bin zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen und möchte ich dir jetzt gerade gerne vorstellen. Ich schwenke jetzt um auf meinen Arbeitsplatz und dann werden wir das mal zusammen vorführen. Also, ich werde dir hier im Hintergrund stehen so ein bisschen die Zutaten und das ist tatsächlich so wie in der Küche. Also klassischerweise werden ja Ölfarben mit Leinöl angemischt. Also du könntest dir mit deinen Pigmenten selber Ölfarbe machen, indem du sie mit Leinöl vermengst. Dazu nimmt man ein Palettenmesser, ja, und verreibt das. Idealerweise natürlich hast du richtig so ein Glasstein, mit dem du das richtig vermalst. Aber ich will jetzt einfach nur mal vom Prinzip erzählen, wie das mit den Bindemitteln ist. Also Ölfarbe, diese hier zum Beispiel, die aus der Tube kommt, die hat Leinöl oder auch Saffloröl als Bindemittel. Und sobald du Öl hast, kannst du das nicht mehr mit Wasser mischen und du kannst es auch nicht mehr in Wasser verdünnen. Es sei denn, Ausnahme, du hast wasservermalbare Ölfarben. Denn diese wasservermalbaren Ölfarben enthalten meines Wissens kein Leinöl, sondern die Saffloröl und das ist wasserlöslich. Und dann mit Seife kann man es zusätzlich reinigen. Gut, jetzt hast du aber gefragt, ob du deine Pigmente direkt mit Wachs mischen kannst. Und ja, das geht. Also ich werde jetzt einfach mal verschiedene Optionen dir zeigen. Also das ist jetzt mal unser Pigment. Und das ist das von mir selbst hergestellte Bienenwachsmedium. Das kannst du über meinen Shop kaufen. Du kannst es aber auch von anderen Anbietern im Internet kaufen. Musst einfach Kaltwachsmedium eingeben. Also es gibt verschiedene Firmen, meistens amerikanische Firmen, die das Kaltwachsmedium auch verkaufen. Also dieses Kaltwachsmedium hat als Inhaltsstoff vor allen Dingen Bienenwachs und geruchloses Terpentinersatz. Geruchloses Terpentinersatz riecht überhaupt nicht, deswegen heißt es geruchlos, aber es ist trotzdem ein Lösemittel. Das heißt, wenn du empfindlich bist, extrem empfindlich bist, dann gegen Dämpfe, dann empfehle ich dir das gar nicht zu verwenden. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass von, sagen wir mal, 100 Teilnehmern meiner Workshops einer dabei war, der tatsächlich auch auf diese Dämpfe des geruchlosen Terpentins ja, mit unangenehmen Gefühlen reagiert hat. Die meisten vertragen das ganz gut, vor allen Dingen, weil wir das ja auch in geringen Mengen verwenden. Anders ist es, wenn du jetzt dieses Medium, das ist jetzt das reine Medium, wenn du das verdünnen würdest mit diesem geruchlosen Terpentin. Das habe ich jetzt hier in so eine kleine Flasche abgefüllt. Das sieht aus wie Wasser, ist aber Lösemittel. So, und wenn du jetzt sehr viel damit arbeiten würdest, dann würdest du die Belastung an Lösemitteln natürlich erhöhen. Es macht aber nicht so viel Sinn, so viel geruchloses Terpentin zu verwenden, weil du verwendest ja das Kaltwachs, um deine Farbe dicker zu machen. Das heißt, warum sollst du es dann wieder verdünnen? In diese Mischung, diese Kaltwachsmischung, kannst du ganz normal dein Pigment einarbeiten. Dann ist dein Pigment gebunden in
in Wachs. Ja, das ist also praktisch dann wie eine Wachsfarbe. Kannst du machen, kannst du mitarbeiten. Da das Pigment ja so ein bisschen staubig ist, ist es sinnvoll, ein ganz kleines bisschen von diesem geruchlosen Terpentin parat zu haben für den Fall, dass dir das Wachs zu fest ist und du dann das Pigment nicht unterrühren kannst. Also das geht perfekt. So, diese Mischung kann ich nicht in Wasser, die kann ich nicht in Wasser auswaschen. Ja, also ich kann meinen Pinsel nicht auswaschen, weil da ist ja Wachs drin und Wachs ist wasserunlöslich. Und das stellt uns natürlich vor ein Problem, weil wenn wir das auswaschen wollen, brauchen wir wieder das Lösemittel. Und in diesem Video spiele ich einfach mal die Möglichkeiten durch, wie das geht, mit wasserlöslichem Medium dieses Wachs zu benutzen. Also, Nummer 1 wollte ich jetzt mal testen, hier Eigelb. Eigelb ist eine der Möglichkeiten, wie du Eitempera herstellen kannst. Und das habe ich heute Morgen gleich ausprobiert und das funktioniert super. Also ich kann jetzt hier mein Ei nehmen, mein Pigment. Das wäre jetzt die Eitempera. Und interessanterweise ist die Eitempera, wenn sie trocknet, wasserfest. Es gibt ja sehr, sehr alte Gemälde, die mit Eitempera gemacht sind und die immer noch völlig gut erhalten sind. Also Eitempera ist ein sehr, sehr stabiler Farbfilm. Und jetzt ist es, was mich total verblüfft hat, dass ich zum Beispiel meinen Pinsel nicht hier mit Lösungsmittel reinigen kann. Also dieses kann ich wirklich nur mit Wasser reinigen. Also das, da kann ich jetzt noch mehr nehmen. So, die Frage, die sich mir gestellt hat, kann ich jetzt diese Eitempera mit meinem Wachs vermengen? Und ich führe es dir vor, wie das aussieht, ob das geht. Also ich liebe ja solche Farbexperimente. Das ist so ein bisschen wie Alchemie. Und wenn du sowas selber machst, dann wirst du sehen, es macht irgendwie Spaß, das einfach auszuprobieren. Und hier war ich tatsächlich erstaunt, dass sich das Wachs, was ja lösemittelhaltig ist, ziemlich gut mit diesem Ei vermengt. Und dadurch eigentlich auch verwendbar ist. Aber was mich am meisten überrascht hat, dass wenn ich jetzt versuche, den Pinsel zu reinigen mit dieser Mischung, kann ich den Pinsel tatsächlich mit Wasser reinigen. Und das ist irgendwie für mich wirklich so ein bisschen Magic, aber die Chemiker wissen, das ist nicht Magic, sondern das ist ganz normal, weil das Fett, also dieses Gemisch von dem Ei, verändert die ganze Zusammensetzung des Wachses und macht aus diesem Gemisch jetzt ein wasserlösliches Gemisch. Ich will das dir mal eben zeigen. Also ich nehme meinen Pinsel. Diese Paste, die lässt sich weniger gut pinseln als spachteln. Das ist klar, denn je dicker deine Farbe ist, desto ja, weniger flüssig ist sie. Also du kannst das einfach mal ausprobieren. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie als würdest du mit Butter malen. Also ein sehr weicher Farbauftrag. Wenn du mit einem Borstenpinsel malst, dann hast du auch diese Streifen, ja, die will manch einer gar nicht und manch einer will die ganz besonders gerne, weil das halt Pinselschrift ist. Manche wollen absolut glatten, ebenmäßigen Strich und manche wollen das gar nicht. So, also das geht. Und jetzt will ich mal eben gucken, ob ich diesen Pinsel auswaschen kann mit Wasser. Also zuerst gucke ich, ob es sich löst. Und der Pinsel sieht schon relativ sauber aus. Dann kann ich das noch mit Pinselseife ein bisschen verstärken, weil das sind natürlich jetzt noch Rückstände am Pinsel dran. Und du siehst, aus dem Pinsel kommt natürlich noch rote Farbe raus. Das wäre aber sowieso nötig, auch wenn ich mit Wasser das auswische, dass ich Pinselseife hinzunehme, um den Pinsel rückstandsfrei zu reinigen. Also hier war ich eigentlich so ganz
begeistert von, dass dieses Ei scheinbar sich mit dem Wachs vermählt. Also, ich habe jetzt keine Langzeitstudien über diese Kombination, aber warum ich dir das empfehle, ist, wir fangen nochmal von Anfang an. Also du hast Pigmente und du willst die Pigmente mit Wachs vermischen und möchtest aber am liebsten kein Lösemittel haben. Ja, also das ist die Zielgerade, die wir haben. Wir wollen möglichst wenig Lösemittel nehmen, weil wir entweder das ablehnen für uns gesundheitlich oder weil wir tatsächlich allergisch reagieren. Und dann können wir als Bindemittel Ei nehmen, wir können das Wachs hinzufügen und dann das Ganze mit Wasser auswaschen. Soweit, so gut. Dann habe ich heute Morgen aber noch mal weiter geguckt, was ich in meinem Schrank so habe, in meinem Materialschrank, und fand hier dieses Malmedium von Lukas, Medium 6 heißt das. Und da steht drauf zum Ermischen von echter Temperafarbe. So, auch das geht. Dieses Bindemittel, das ist natürlich, besteht aus verschiedenen Bestandteilen, also Alkydharzen, aber auch Emulgatoren und auch Terpentin. Also dieses hat eine Geruchskomponente, aber interessanterweise ist das auch wasserlöslich. Also du musst einfach gucken, was dir am wichtigsten ist. Ich meine, ich bin begeistert von dieser Kaltwachstechnik aus bestimmten Gründen. Aber du könntest, wenn du lieber mit Acrylfarben arbeitest, natürlich auch Spachtelmassen nehmen, die dir die Farbe auch sehr, sehr stark verdicken. Aber Acrylfarbe ist einfach nicht so geschmeidig wie Ölfarbe. Deswegen bin ich jetzt beim Kaltwachsmedium gelandet. Also hier haben wir jetzt die Mischung aus diesem Lukas Medium 6 Pigmenten. Und jetzt mache ich hier wieder einmal den Test mit dem Wasserlöslichen. Also ich kann das mit Wasser verdünnen. Das sieht man hier auf meiner Palette. Also das sieht man immer daran, wenn es nicht krümelt oder wenn sich die Farbe nicht so zusammenzieht. Ja, dann sieht man eigentlich, man kann das mit Wasser verdünnen. Also du siehst es auch hier, es verhält sich wie eine Deckfarbe. So, jetzt wäre nochmal das Experiment. Kann ich dieses hier jetzt auch mit dem Wachs vermischen? Und ich habe festgestellt, ja, es geht. Ja? Nicht nur, dass es sich vermischen lässt, sondern dass es sich nachher auch auswaschen lässt mit Wasser. So, ich finde das ziemlich spannend. Und dann bin ich noch ein drittes Mal an meinen Materialschrank gegangen. Du merkst schon, dass ich also auch da so ein bisschen so ein Materialfreak bin. Wer ist das nicht? Künstler sind immer so ein bisschen Materialfreaks und das müssen wir auch sein, weil wir müssen ja unsere Werkstoffe kennen. Das heißt, es ist gut, sowas auszuprobieren. Ich habe noch ein anderes Produkt entdeckt, mit dem ich aber allerdings noch gar nicht so viel gemalt habe. Und zwar ist das die Wachsseife, hergestellt von der Firma Kremer Pigmente. Wachsseife kannst du auch im Internet mal googeln. Das ist jetzt praktisch eine, ich weiß nicht, ob man das Emulsion nennt, also das ist jetzt praktisch eine wasserlösliche Seife. Das fühlt sich tatsächlich an so ein bisschen wie Creme, also wie Gesichtscreme oder Lotion. Und diese Wachsseife kann man auch perfekt nehmen, um Pigmente hineinzutun. Diese Wachsseife trocknet wasserfest auf, wie eine Acrylfarbe und wie eine Ölfarbe auch. Und was ich noch jetzt interessant finde, dass in der Beschreibung, in der Produktbeschreibung, also im Datenblatt, habe ich nachgelesen, dass ich also diese Wachsseife jetzt auch mit Ölfarbe vermischen kann. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Das ist irgendwie sowas von interessant hier, diese ganzen Verbindungen. Also das ist jetzt normale Ölfarbe und wenn ich diese Ölfarbe jetzt mit dieser Wachsseife vermische, ein bisschen, dann wird aus der Ölfarbe eine wasserlösliche,
eine wasserlösliche Ölfarbe, nein, ich muss das korrekter sagen, also eine wasservermalbare Ölfarbe, weil wenn sie mal trocken ist, dann ist sie nicht wasserlöslich, sondern wasserfest, aber du kannst diese Farbe mit Wasser auswaschen. Was das für uns in der Praxis heißt, wenn wir dieses Produkt haben, Wachsseife, besteht aus gebleichtem Bienenwachs und Ammoniumtartat, ist ölfrei. Wenn wir diese Stucco-Seife haben, dann können wir aus unseren normalen Ölfarben wasservermalbare Ölfarben machen. Das ist eigentlich der Gag in der Sache. Und all das dient uns wieder dazu, den Gebrauch von Lösemitteln, die gesundheitsschädlich sind, zu verringern und auch in unserem Haus, wo wir arbeiten, einfach ja, keine Belastung durch Lösemittel zu haben. Also das sind meine Forschungen von heute Morgen. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Ich werde dir nochmal hier zeigen, wie ich diesen einen Pinsel nochmal auswasche. Also das ist natürlich jetzt sehr, sehr intensiv, diese Farbe, die ich mit dem fertigen Pigment gemacht habe. Jetzt nehme ich nochmal mein Wasserglas. Erst wische ich das in Wasser aus, wasche ich das in Wasser aus. Dann mache ich mal den Test, wie viel da noch dran ist. Guck mal, es ist ziemlich wenig nur noch am Pinsel dran. Das heißt, diese Wachsseife hat aus der Ölfarbe eine wasservermalbare Ölfarbe gemacht. Super, gell? So, ich denke, ich habe nicht alles erwähnt in diesem Video, aber das soll einfach mal so ein kleiner Input sein. Schreib mir ruhig in die Kommentare, wie du das findest, was ich dir da gezeigt habe, ob du ja, mir folgen konntest, ob es zu schnell war, ob weitere Fragen kommen. Das würde mich wirklich sehr freuen. Also mir macht das immer sehr, sehr viel Spaß, einfach zu sehen, welche Malmittel es gibt, wie welche Malmittel miteinander reagieren und so weiter. Das ist einfach der Bereich Materialkunde. Schreib mir bitte in die Kommentare, ob weitere Fragen entstanden sind aus diesem Video. Wenn du Interesse hast an der Malerei mit Kaltwachs, dann empfehle ich dir meinen Online-Kurs zum Selbststudium. Kaltwachs und Ölfarbe, den kannst du über meine Homepage buchen oder auch indem du mir einfach in die Kommentare schreibst, mir eine E-Mail schreibst, dann schicke ich dir den Link. Das ist ein Online-Kurs, wo du die ganze Technik und die Möglichkeiten dieser Technik in relativ kurzer, prägnanter Weise vorgestellt bekommst. Und außerdem habe ich natürlich auch Live-Workshops zum Thema Kaltwachs und auch kleine Online-Kurse, also Tageskurse zum Thema Kaltwachs und Ölfarbe, wo wir praktisch zeigen, wie man die Schichten aufbaut und welche Mixed-Media-Techniken du noch integrieren kannst, um deine Bilder irgendwie interessant zu machen. Also es ist ein bisschen etwas anderes als die traditionelle Ölmalerei und es ist deswegen auch für Anfänger, die mit Ölfarbe bisher vielleicht keine Berührung hatten, auch ein total toller Einstieg in die Ölmalerei, mit der Ölmalerei zu beginnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und eine gute Zeit.